Lieber Skorpion, herzlich willkommen zu deinem März-Taroskop, März 2024. Schauen wir uns hier an, was der März für dich bereithält, wie er sich für dich gestalten möchte. Was wichtig und ausschlaggebend ist, aber auch was eventuell außer Acht zu lassen wäre. Zu diesem Video wie immer eine Extended-Version bei mir. Den Link dazu findest du hier unterhalb der Infobox. Unterhalb des Videos in der Infobox. Drück drauf, du wirst automatisch weitergeleitet. Jetzt hole ich mal meine Beatsflex rausmachen. Voila. Lieber Skorpion, der März, du fragst dich, was denn nun? What's up? Ich denke, du gehst in die totalitäre Kapitulation, die totalitäre Annahme von deinem Leben. Bisher hast du Widerstand geleistet, doch nun sagst du, ich mach's Beste draus. Soll kein Negativ-Touch haben, sondern die Skorpione, die innerlich kämpfen, immer im Widerstand sind, die nicht herauskommen, die werden sich sagen, ich kann daran nichts ändern. Es ist, wie es ist. Ich nehme mein Leben an. Und schon darf es sich verändern. Du wirst genau erkennen, wo Stopp zu sagen ist. Du wirst genau erkennen, wo es weitergeht. Und das Gute daran, diesen Monat, du wirst den Mut haben, auszusprechen, hinzuschauen, zu verändern. Das Leben, es lebt für dich. Es ist für dich da. Du denkst bisher, du bist für dein Leben da. Nein, Schatzi, du bist für dein Leben da. Auf dass du es lebst. Das Leben macht daraus, was du möchtest. So wirst du einen großen Triggerpunkt haben, der alles verändert. Gut hast du ihn. Es ist ein Triggerpunkt, unangenehm, ja. Ich möchte nicht tauschen. Doch es benötigt diesen, auf dass du wieder auf deine Zielgerade kommst. Dein Imperium, wir reden schon so lange davon. Also was hält dich zurück eigentlich? Benenne es. Benenne es. Weißt du, wir warten alle auf dich. Doch du blendest uns aus. Die Zeit, ja. Der richtige Zeitpunkt, wenn die Zeit reif ist. Die Zeit ist reif, schon seit längerem. Doch du ziehst dich immer wieder zurück. Es ist ein On-Off, Stop and Go. Ich habe hier vor mir, ich zeig's dir, einen Kristall. Eine Druse, oh, die ist so schwer. Bergkristalldruse. Wow. Auf das sie die Energien für dich reinigt. Hey, Baby, hey. Die Suppe wird nur halb so heiß gegessen, wie sie gekocht wird. Denk an dein Leben, denk an uns, wir warten auf dich. Der März, die Karten wollen nicht sprechen. Beat It, Michael Jackson.
Yes. Da schaut der Skorpion unter seinem Stein hervor, unter den er sich wieder verkrochen hat. Ich weiß. Ich weiß. Der Skorpion beobachtet. Der Skorpion lässt ab. Nein, diesmal nicht. Diesmal wirst du für dich einstehen, aufstehen, kämpfen. Dein Revier, welches du schon kosten durftest, ganz klar, du verteidigst es. Du beobachtest, nach dem Beobachten verteidigst du. Und das Rätsel beginnt dir, sorry für den Ausdruck, scheißegal zu sein. Das Rätsel deines Lebens. Du hältst dich zurück. Warum? Weil du dem weiblichen Part in dir nicht Unrechtes tun möchtest oder gar deiner Mutter, falls du im Hier und Jetzt im Diesseits noch eine hast. Und falls du keine Mutter mehr hast, die schon im Jenseits ist, möchtest du dieser nicht Unrecht tun. Doch was hat diese mit deinem Glück zu tun? Oh yeah, baby, yeah. Sehr, sehr viel. Im Februar wird ein Kuss sehr ausschlaggebend. Ein physischer Kuss oder die Erinnerung an einen Kuss. Du hast eine Vision, du hast 7 Themenkarten. Der März wird Humpty Dumpty kunterbunt. Du wirst die Augen verdrehen und sagen, boah, ich will endlich meine Ruhe. Yes. Doch erst, nachdem der März vorbei ist. Es steht dir so viel zur Verfügung, so viel, wenn du erkennst, welches Geschenk du eigentlich mitbekommen hast. Im Übrigen möchte ich dir sagen, im März, pass auf, du wirst ein wenig schusselig sein. Das bedeutet, es wird dir vieles aus der Hand fallen, du wirst einiges vergessen, dir werden Ungeschicke passieren. Keine Selbstvorwürfe. Es ist dein zerstreuter Zustand. Keine Selbstvorwürfe. Die Hauptenergie für den Skorpion im März. Lala, ein Steinbock, eine Jungfrau. Gepaart eventuell auch noch. Wow. Abgesehen von den Sternzeichen, mit denen du dich auseinandersetzen wirst, auf die eine oder andere Art und Weise, geht es darum, dass du Ruhe brauchst. Doch die Versuchung im Außen ist zu groß. Die Versuchung einzuschreiten, die Versuchung recht zu sprechen, die Versuchung für dich selbst einzustehen. Gut. Anmerkung der geistigen Welt. Lieber Skorpion, stehe für dich selbst ein, indem du dir Ruhe gönnst. Vorsicht vor Handy-Display-Bruch. Ich sag dir, du bist ein bisschen schusselig im März. Ist kein Angriff, ist ganz liebend gemeint. Du erkennst, wie viel im Außen nicht wahr ist, wie viel im Außen Illusion ist, und du kehrst nach innen. Doch die Versuchung, die Fesseln zu lösen, ist zu groß, vor allem die Verbindung zu einem Steinbock. Wow. Ausschlaggebend ist der 9. März, ausschlaggebend ist der 15. März. Wir beginnen mit dem Tarot.
schau. Ein Flipper. Wir beginnen den März damit erstmal, dass er es gut mit dir meint. Im März ist der Frühlingsbeginn, vergiss das nicht. Der Frühlingsbeginn, der alles erneuert, der alles erwachsen lässt. Du wirst eine brillante Idee haben, du wirst akzeptieren, du wirst in die Annahme gehen, du wirst befreit. Ja, ein großes Wort, befreit werden. Doch ich denke, es kommt eine Nachricht auf dich zu, eine Botschaft, gut möglich von einem Feuer- oder Luftzeichen, eher einem Luftzeichen, Wassermann, Zwilling, Waage, welches dir ein Stück Seelenfrieden gibt. Hast du dich schon einmal mit Musik auseinandergesetzt? Musik transportiert, denn Musik muss gefühlt werden. Musik transportiert deine Gefühle. So, wenn du in irgendeinem Switchy-Modus bist, hör deinen Lieblingssong. Hör irgendwelche Songs. Plötzlich wirst du dich dabei ertappen, eventuell klassische Musik zu hören. Plötzlich wirst du einen ganz anderen Musikgeschmack entwickeln. Doch das hängt gar nicht mit dem Geschmack an sich zusammen. Es hängt mit deinen Emotions zusammen. Lass es zu, sie transportiert, sie verhilft dir zu verarbeiten. Meine Hunde bellen draußen wie verrückt und das ist dann, wenn du erkennst, dass es so nicht weitergeht. So, du wirst sehr, sehr vielen Menschen die Wahrheit sagen. Du wirst einem bestimmten Menschen die Wahrheit sagen. Du wirst für dich einstehen, du wirst für dich kämpfen und gut möglich, dass du am Bauch eine Stelle hast, die brennt, die juckt, die ganz klein ist, doch die sich immer wieder bemerkbar macht. Wie so, in Bayern sagt man, ein lästig Swimmerl. Auf Hochdeutsch, ein lästiger Pickel. Yes. So, du möchtest nicht mehr länger Sklave des Alltags sein. Du möchtest nicht mehr länger Sklave deiner To-Dos sein, die du dankend angenommen hast, doch die jetzt nicht mehr zu dir passen. Du möchtest Freiheit, du möchtest dich ausleben, du möchtest mehr vom Leben. Wie gesagt, lieber Skorpion, das Leben, es plätschert vor sich hin. Ob du darin sozusagen im Modus toten Mann schwimmst oder ob du Rafting machst, hängt ganz von dir ab. Wir machen weiter im Extended. Ich freue mich drauf. Es wird genial. Wir warten auf dich. In diesem Sinne, bis gleich im Extended. Ciao.